Herzlich willkommen bei Inakustik bei einem weiteren Video. Wieder mit dabei Holger Wachsmann, unser Kabelentwickler. Mein Name ist Dieter Ammann. Heute wollen wir uns um das Thema Isolation kümmern. Wir haben hier auch schon einen Aufbau vorbereitet, Holger, ja, genau. Wo es, glaube ich, sehr eindrücklich macht. Aber trotzdem möchte ich unseren Zuschauern noch mal ganz kurz sagen, witzigerweise, als ich Ende der 80er Jahre zu dem ganzen Thema Inakustik gekommen bin, war es unglaublich wichtig, dass ein Kabel transparent ist und eben hochflexibel. Mhm. Und wenn man jetzt mal die Zeit anguckt, die letzten über 30 Jahre, sieht man dann doch, wie wir uns mit Materialien beschäftigen, vom PVC über Polyethylen, also PE-Isolation bis hin eben zur Luft, was unserer Meinung nach ja nach wie vor das beste Dielektrikum, also die beste Isolation darstellt. Aber Holger, vielleicht willst du ein bisschen was dazu sagen und dann lass uns doch diesen Versuch ja dann nachher auch mal unseren Zuschauern darstellen, was da passiert. Ja, klar, gern natürlich. Ich möchte damit einfach mal beginnen mit dem Thema, warum gibt es überhaupt die Isolation? Da gibt es im Wesentlichen 2 respektive 3 Gründe, warum man das macht. Der eine Grund ist natürlich, wenn ich mehr als nur einen Leiter im Kabel habe, muss man vermeiden, dass man einen Kurzschluss bekommt, wenn man das Kabel irgendwie bewegt. Das andere ist natürlich die Isolation ganz wichtig, wenn man mit hohen Spannungen arbeitet. Man denkt da an ein Netzanschlusskabel, also ein Stromkabel. Da muss halt der Anwender geschützt werden, dass er eben keinen elektrischen Schlag bekommen kann. Das dritte ist, das betrifft uns jetzt weniger, sind sicherlich mechanische Eigenschaften, Zugfestigkeiten, wo man irgendwo im industriellen Bereich benötigt. Aber wie gesagt, das betrifft uns weniger. Aber diese 2 Gründe eben, das ist so das, was uns ja auch berührt. Ne? Also sprich kein Kurzschluss und eben den Schutz vor elektrischem Schlag. Das sind die beiden Gründe, warum man überhaupt ein Isolationsmaterial verwenden muss. Genau. Aber das Isolationsmaterial selber hat halt einen Effekt, das ist eben ein elektrostatischer Effekt. Das heißt, Isolationsmaterial kann eben elektrische Ladung aufnehmen, wie so ein Schwamm eben. Diesen Effekt kennt man so, wenn man einen Pullover hat, der einen sehr hohen synthetischen Anteil hat und man zieht den so aus, dann knistert das so. Ja. Ne? Also man nimmt dieses Kunststoffmaterial im Pullover, nimmt elektrische Ladung auf und irgendwann wird es schlagartig abgegeben. Und das ist dann eben so unangenehm. Und einen ähnlichen Effekt, oder eigentlich genau den gleichen Effekt haben wir im Kabel auch. Das heißt, wir haben hier elektrische Ladung, also Potentialunterschiede, die letztendlich das Kunststoffmaterial elektrisch aufladen. Und irgendwann zum späteren Zeitpunkt gibt das Kunststoffmaterial die Energie auch wieder ab. Ja. Also man merkt da schon, man hat da letztendlich so eine Verschiebung letztendlich, also eben mal rein durch dieses Material. Und letztendlich beeinflusst quasi dieser Effekt auch die Kapazität des Kabels. Das heißt also, was wir ja in unserem Audiobereich haben wollen, das, was wir an Signal geliefert bekommen von der Quelle, soll ja in der Gänze auch transportiert werden und nicht zwischendurch irgendwie ein Kabel elektrisch aufladen oder sonstige Dinge. Also wir wollen das ja komplett transportieren. Das heißt, für unseren Bereich ist eine Kapazität auf dem Kabel erstmal schlecht. Das heißt, die sollte man so gering wie möglich ausfallen lassen. Auch da gibt es eben verschiedene Stellschrauben. Das eine ist das ist die Architektur, also wie groß sind die Leiteroberflächen, wie groß ist der Leiterabstand. Da gilt so ganz grob, desto größer die Fläche und desto kleiner der Abstand, desto größer ist die Kapazität. Und dann kommt eben dazu das Material. Um da mal so ein paar Zahlen zu nennen, also wenn ich jetzt die Grundkonstruktion festlege, sprich also Leiteroberflächen und Abstände definiert habe in der Konstruktion, dann ergibt sich da schon eine Grundkapazität durch die Konstruktion. Und wenn ich jetzt ein Material dazu bringe, PVC beispielsweise, dann erhöht sich diese Kapazität um den Faktor 4 bis 4,5. Polyethylen, haben wir es vorhin schon mal ganz kurz davon gehabt, ist da schon besser. Da haben wir einen Faktor 2 bis 2,5 je nach Materialmischung. Und wenn ich eben kein Isolationsmaterial verwende, also Luft, kann nichts rein, dann habe ich keine elektrostatischen Effekte im Material und somit bleibt die Kapazität unbeeinflusst. Also so kann man im Prinzip die Leitungskapazität optimieren, reduzieren. Ne? Und das ist gerade im Audiobereich, wo ich halt sehr feine Signale habe, sehr komplexe Signale habe, die übertragen werden, mache ich es halt einfach
dem ganzen Umfeld leichter, das auch zu transportieren. Genau. Was ja nachher dann auch hörbar wird. Absolut. Letztlich. Und darum geht es ja letztendlich. Ne? Also bei einem Cinch-Kabel beispielsweise, die Ausgänge von einer Vorstufe oder von einem Streaming-Player oder vom CD-Player, was auch immer, die sind eben relativ schwach. Also die tun sich wirklich schwer, damit Leitungskapazitäten mit zu betreiben, wenn man das so ausdrücken möchte. Und das hat dann schon ziemliche Auswirkungen auf den Klang, bis hin, dass es halt wirklich leblos, fad und dumpf klingt. Ne? Und beim Lautsprecherkabel beispielsweise, da habe ich eben Interaktionen auch mit dem Verstärker. Da gibt es eben die Effekte, dass ein Clearspektrum vom Verstärker sich verändert aufgrund der kapazitiven Last. Das sind eben solche Dinge, die unterm Strich halt einen hohen Einfluss nehmen auf den Klang. Und das, was eigentlich die Musik lebendig macht und so einen Live-Charakter vermittelt. Und ich bin wirklich sitze im Studio, sitze beim Künstler. Dieser Charakter geht halt dann sehr schnell verloren und wird platt und synthetisch. Das versuchen wir eben halt ins Wohnzimmer zu bringen, das, was der Künstler macht. Aber kommen wir doch mal zum Versuch hier. Ja, sehr gerne. Also da haben wir hier eben so eigentlich ein Kabeldummy aufgebaut. Wenn wir das mal anschauen, haben wir im Prinzip zwei Leitungen, plus minus, wenn man so möchte. Wir haben hier zwischendrin dieses Kunststoffgranulat, das Isolationsmaterial simuliert. Und wir haben hier dann ein Messgerät, mit dem wir das Ganze messen. Und dann gucken wir uns das mal an. Genau. Okay. Dann würde ich das Messgerät halten. Genau. Dann kannst du die Messstrippen entsprechend anschließen. Ne? Ja, genau. So, das heißt, wir gehen mal hier dran. Ich glaube, da können wir sogar das Licht noch einschalten. Wurde das schon an? Jetzt ist es an. Genau. So, jetzt gehen wir hier mal an die Klammern dran. So. Und wir haben jetzt einen Kapazitätswert von 108, 109 Picofarad bei dieser Konstruktion, also ein voll isoliertes Kabel, wenn man so möchte. Okay. Ja, jetzt gehen wir hin und entfernen mal das Granulat. So, gleiche Spielchen nochmal. Darfst nochmal das Ganze festhalten. Genau. Und dann klemmen wir das nochmal hier dran. So, jetzt sehen wir, wir haben einen Kapazitätswert von 46 Picofarad, also wir haben ihn gerade halbiert. Ne? Allein durch das Weglassen von dem Material. Was wir jetzt noch zeigen ist, ich habe es ja gerade eben schon erwähnt, dass die Konstruktion spielt auch eine Rolle. Wir erhöhen einfach mal den Leiterabstand und beobachten dann nochmal den Kapazitätswert. Okay. So, da haben wir dran. So, kommen jetzt auf einen Kapazitätswert von 17 Picofarad. Das heißt, wir kommen von ursprünglich 108, 109 Picofarad, sind wir jetzt bei 17 Picofarad. Allein durch Weglassen von dem Isolationsmaterial und durch Verändern der Konstruktion. Und das erklärt auch so ein kleines bisschen, wenn wir mal unsere Referenz-R-Serie anschauen. Wir haben da zum Beispiel ein NF-Kabel, das NF2404. Das hat einen relativ großen Durchmesser, wo man sich fragen könnte, naja, was machen denn die da? Füllen die das irgendwie auf, damit es wichtig aussieht? Nee, es hat genau diesen Grund, dass wir eben den Leiterabstand vergrößern, auch den Abstand zwischen Leiter und Abschirmung auch vergrößern, um eben diesen Kapazitätswert von dem NF-Kabel, also von dem Cinch-Kabel einfach deutlich zu reduzieren und es eben der Quelle da einfach zu machen, das Signal auch zu transportieren. Ja? Prima, Holger. Ich glaube, das war eindrücklich einfach mal dargestellt. Das kennen wir ja auch, wenn wir unsere ausländischen Exportpartner da haben, haben wir das ja schon zweimal gezeigt und haben das jetzt eben halt in diesem Video auch nochmal dargestellt. Es ist sehr eindrücklich, was da passiert, wenn das Isolationsmaterial verändert wird. Genau, richtig. Ja, das zum Thema Isolation. Holger, dafür recht herzlichen Dank. Sehr gerne. In einem weiteren Video im nächsten Video werden wir uns mit der
Helix-Konstruktion, also was wir in der R-Technologie verwenden, beschäftigen. Und uns würde es freuen, wenn Sie da wieder mit dabei sind. Vielen Dank.